Aloha, schöne Seele. Ich grüße dich ganz herzlich hier aus Yverdon von den Menieren von Cluny. Ich war hier mit Saint-Germain und habe ein Video aufgenommen, ein Channeling gemacht und einen Auszug davon kannst du jetzt auf YouTube sehen. Ich wünsche dir damit viel Vergnügen und danke für deine Zeit. Für mich ein sehr spektakulärer Ort, weil er nach wie vor sehr viel Kraft in sich birgt. Und er ist immer aufgesucht von vielen Leuten, die sich ebenfalls mit diesen Steinen sehr verbunden fühlen. Allerdings sind diese Steine nicht mehr ganz an ihrem ursprünglichen Ort. Das stimmt, dass sie dadurch ein bisschen an ihrer Kraft verlieren. Das heißt aber nicht, dass dieser Ort deswegen weniger magisch wäre. Deswegen lade ich dich jetzt herzlich dazu ein, diese Magie bei dir zu Hause zu empfangen und es einfach zu genießen. Also ich lade dich ein, mit mir bewusst und tief zu atmen und einfach anzukommen an diesem Ort. Ich lade dich ein, zu atmen mit mir gemeinsam. Und fühl dich von mir herzlich eingeladen, hier diese Kraft jetzt aufzunehmen, zu dir nach Hause. Und lächle. Und lass uns mal schauen, was Saint-Germain uns für heute vorbereitet hat. Denn das ist ja der Grund, warum ich heute hier bin. Also bitte, schließe deine Augen, wenn du magst. Ich stimme mich jetzt mal ein auf Saint-Germain und dann lass uns sehen, was jetzt geschieht. Ich grüße dich, du wunderbare Seele. Was für eine Freude, dich in diesem Augenblick hier empfangen zu dürfen. Einen Augenblick mit dir zu teilen in einer Zeitgeschichte, die so viel Wandel in sich birgt, dass es wohl wahr Gutes tut, sich regelmäßig in der Natur aufzuhalten. Darüber habe ich schon des Öfteren gesprochen. Und es ist sehr erfreulich, dass du es auf diese Weise tust. Schöner natürlich wäre noch, dich selbst an so magische Orte hinzubegeben. Und vielleicht fühlst du dich nun dazu inspiriert, das auch zu tun. Ich, Meister Graf von Saint-Germain, werde jedenfalls in jedem Augenblick, in dem ich Möglichkeiten sehe, dich dazu zu inspirieren, dir auch einen kleinen Wink geben. Weißt du, die Kraft von solchen Orten, auch wenn sich da viel bewegt hat, ist stets einzigartig. Ursprünglich waren diese Elemente ein bisschen anders positioniert. Und zwar exakt so, dass die Kraft vom Kosmos hier sehr lichtvoll ankommen konnte. Nun, immer wenn sich irgendetwas ein bisschen verschiebt auf Erden, bewegen sich eben auch im Kosmos sozusagen Qualitäten. Und es ist immer erfreulich, wenn ihr dann trotzdem die Magie, die Kraft des Ortes, die neu geworden ist, einlädt in euer Sein. Deswegen lass dich davon nicht auf irgendeine Art und Weise abschrecken, wenn du einen magischen Ort in der Nähe hast, der dann wiederum vielleicht nicht ganz original ist. Das Original in der Geschichte, das bist du. Und je mehr du es dir erlaubst, diese Orte, die Welt, wie sie heute ist, einfach aufzunehmen, anzunehmen und dich ihr hinzugeben, umso erfreulicher wird das Leben für dich. Deswegen lade ich dich jetzt dazu ein, genau das mit mir gemeinsam zu tun, das Verständnis zu entwickeln, was alt und in diesem Sinne ursprünglich war und das Neue in seiner veränderten Form in dein Leben einzuladen. Denn das ist, was jetzt geschieht auf dieser Erde. Und es kann eine große Herausforderung sein, wenn du spürst, dass etwas an seiner ursprünglichen Kraft verliert. Ihr seid aber sehr, sehr mächtig. Du bist mächtig. Du kannst Orte, Lebenssituationen mit deiner Kraft
erfüllen, wieder richtiggehend auftanken und aufladen. Mach dir das bewusst. Es spielt keine Rolle, wie es einmal war, das Jetzt zählt. Trauere nicht um Elemente, die vergänglich sind, sondern genieße den Wandel, der stattfindet und welchen du Teil davon haben kannst. Die Zeitgeschichte, die du jetzt mitschöpfst, ist außergewöhnlich. Es bringt immer etwas mit, das so einen Schritt braucht, ein bisschen Mut braucht. Und es braucht immer etwas, das gehen darf, das du loslassen kannst. Eigentlich seid ihr Meister, was das Loslassen betrifft. Allerdings, weißt du, wenn ich so dein Leben betrachte, dann sehe ich, dass du schon Unmengen an Lebenssituationen, an Menschen und an Geschehnissen hast loslassen dürfen. Du würdest vielleicht sagen müssen. Aber das Wichtigste ist, immer wieder den Kontakt zur Natur zu finden, dich von ihr tragen zu lassen und die ganze Umgebung, egal wie sie heute ist, auf dich einwirken zu lassen und stets die Basis des Guten, des Lichtvollen und des nach wie vor Kraftvollen in diesem Element zu finden. Denn das ist Heilung, Erdenheilung. Und du heilst damit dich. Und wenn du dich heilst, heilst du die Gemeinschaft. Deswegen lass dich nie davon abhalten, Elemente zu tun, die dich interessieren und die dir Freude bereiten, auch wenn du da vielleicht etwas vorfindest, das du dir anders erhofft hast. Nun also, nimm einen tiefen und bewussten Atemzug